Als mein Mann 2020 seine Bewerbung für einen Job nach Chile geschickt hat, war ich natürlich total aufgeregt. Wir hatten damals keine Ahnung, ob er überhaupt eine Chance haben wird. Er hatte die nötigen Voraussetzungen noch gar nicht erfüllt, ganz zu schweigen davon, dass wir noch kein Wort Spanisch konnten. Als sie ihn dann zum Vorstellungsgespräch eingeladen haben, habe ich angefangen, es tatsächlich für möglich zu halten, dass wir in dieses Land am Ende der Welt ziehen werden. Ich wusste damals fast gar nichts über Chile. Immerhin ist es nicht gerade ein Land, über das man viel in der Schule lernt. YouTube war damals, wie bei vielen anderen Themen auch, meine erste Anlaufstelle, wenn ich mich lose für irgendein Thema interessiert habe. Damals konnte ich noch kein Spanisch und deswegen sah ich mir hauptsächlich Reiseberichte von Ausländern über Chile an. Eines der ersten Videos, das ich gesehen habe, war ein Vlog eines Amerikaners, der die tagelange Wanderung durch den Nationalpark Torres del Paine gefilmt hat. Die Natur hat mich wirklich wahnsinnig fasziniert. Aber nicht nur die Natur. Auch die Vorstellung, eine mehrtägige Wanderung zu machen mit all seinem Gepäck auf dem Rücken. Nur du und das Wetter. Kein Netz, kein Internetempfang. Zum damaligen Zeitpunkt war ich alles andere als sportlich. Meine Leistung war weit davon entfernt, so eine Wanderung herzugeben. Ende Februar 2022 stiegen wir dann in den Flieger und begannen unser neues Leben in diesem Land am anderen Ende der Welt. Dieser Traum von der mehrtägigen Wanderung blieb trotz all der neuen Reize die ganze Zeit immer präsent für mich. Wir hörten uns die Geschichten von neuen chilenischen Freunden an, die diese Wanderung bereits gemacht hatten. Da waren auch einige Horrorgeschichten dabei. Einer unserer Freunde brach wegen Unterkühlung durch tagelangen Dauerregen zusammen und wachte erst im Krankenhaus wieder auf. Auch die Schwester meiner Freundin kam an ihre Grenzen, als sie bei Regen und Sturm niemanden hatte, der ihr dabei half, ihr Zelt aufzubauen. Aber wir ließen uns davon nicht abschrecken. Für mich war die größte Herausforderung überhaupt, die körperliche Leistungsfähigkeit zu erlangen, um diese Strecke und Höhenmeter zu schaffen. Circa 6 Monate vorher begann ich mit dem Joggen. 2 Monate vorher startete ich mit Muskel- und Intervalltraining. Dazu noch einige Anstiege auf naheliegende Erhebungen zwischen 600 und 1000 Höhenmeter im letzten Monat vor der Reise. Außerdem habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in eine gute Wanderausrüstung investiert. Und dann fühlte ich mich gut vorbereitet und es konnte losgehen. Als wir endlich im Nationalpark ankamen, hatte ich das Gefühl, als wäre das der Höhepunkt der letzten 2 Jahre. Als wäre dieses Erlebnis aus meiner Bucketlist die Belohnung für all die Strapazen, körperlich und psychisch. Der Stress und die Unbehaglichkeit des Auswanderns. Alles vergessen und 6 Tage nur die chilenische Natur und wir. Die erste Nacht in der Unterkunft war leider nicht sehr gut, zumindest für mich, denn ich war dermaßen aufgeregt, dass ich fast kein Auge zu bekommen habe. Der erste Tag der Wanderung war der Tag mit den meisten Höhenmetern. Laut Karte hatten wir knapp 20 Kilometer und 1000 Höhenmeter vor uns. Und obwohl diese Wanderung ohne schweres Gepäck war, weil wir am Abend nochmal in der gleichen Unterkunft übernachten, hatte ich große Angst, es nicht zu schaffen. Diese erste Wanderung ging zur Base de Torres, einem der berühmtesten Stellen im Park. Wegen seiner Nähe zum Parkeingang kommen hier auch viele Tagestouristen her. Wir sind deshalb sehr früh aufgebrochen, um vor den Menschenmassen am Aussichtspunkt anzukommen.
Am Morgen wurden wir von herrlichem Wetter begrüßt. Bei Sonnenschein, aber angenehm kühlen Temperaturen war das Wandern gleich viel besser und angenehmer als im heißen Santiago. Nach den ersten Kilometern überwunden wir den Pass der Winde und es folgte eine relativ lange und ebene Strecke bis kurz vor dem letzten großen Aufstieg. Dieser verlangte mir dann nochmal einiges ab und mein Körper brauchte eine Weile, um zu akzeptieren, dass das jetzt sein Schicksal ist. Den Moment, in dem ich oben ankam, werde ich nie vergessen. Obwohl es anstrengend war, so habe ich doch keinen Moment ernsthaft daran gezweifelt, dass ich es schaffe. Als ich in diesem Moment daran gedacht habe, wie es mir nur 2 Jahre vorher ging, wie unsportlich ich war und was für eine eingeschränkte Sicht ich darauf hatte, was eigentlich für mich möglich ist. Mir wurde klar, wie oft wir uns selbst unterschätzen. In Wahrheit sind wir diejenigen, die uns aufhalten. Selten sind es wirklich die äußeren Umstände. Wir reden uns selbst ein, dass wir Dinge aus irgendeinem Grund nicht schaffen können. Dass ich an diesem Ort stand, war der Beweis für mich, dass ich so viel mehr schaffen kann, als ich glaube, wenn ich nur meinen Fokus darauf lege und längere Zeit durchhalte. Unsere Entwicklung wird beeinflusst von den vielen kleinen Entscheidungen und Routinen, die wir tagtäglich fällen. Und dann sind da manchmal noch diese Zufälle, wie die ausgeschriebene Stelle in Chile, die deinem Leben auf magische Weise eine ganz neue Richtung geben. Am Ende des Tages umfasste die Wanderung laut unseren Apple Watches ganze 23,9 Kilometer und 2026 Höhenmeter in 8 Stunden. Das sind vor allem deutlich mehr Höhenmeter, als ich jemals geschafft habe. Und das ganz ohne Tränen. Bereits am Ende des ersten Tages wusste ich, dass diese Wanderung mehr für mich sein wird als ein Urlaub im Süden. Vielmehr eine Reise zu mir selbst.